Man muss den Leuten Gelegenheit zum Austausch geben. Sie brauchen aber einen Anlass, sie brauchen ein Thema und eigentlich wollen sie auch was mitnehmen, also inhaltlich auch einen Input haben. Warum nicht einfach mal alles vereinen und idealerweise noch so, dass es so ein bisschen so einen Stammtischcharakter hat. Und daraus ist diese Idee der Lehrbar entstanden. Und jetzt machen wir die seit 2016 jährlich durchschnittlich 2 bis 3 Mal. Und nur noch dieses Format und haben klassische Workshops völlig ad acta gelegt. Und die Lehrbar versucht einfach Lehre voranzubringen, versucht ein Forum für Lehre zu geben, wo man sich zu allen möglichen Fragen in diesem Kontext austauschen kann. Es gibt ein Impulsreferat zum Anfang, es gibt dann Tische, an denen man sich austauschen kann zu verschiedenen Themen. Und wir haben es Lehrbar genannt, eben bar groß. Also lehrbar vielleicht auch im Sinn von zu lehren, aber natürlich schon auch, es soll einen informellen Charakter haben, es soll einen Charakter haben, dass man sich austauschen kann, dass man was trinken kann, dass man auch nicht in ein enges Korsett praktisch gezwängt ist von einer Veranstaltung, die jetzt durchgetaktet ist, sondern dass man einfach verschiedene freie Momente da drin hat in der Lehrbar. Die Zielgruppe jetzt hier im Hochschulkontext waren bei uns bisher immer Lehrende oder eben Personen, die mit Studiengang-Entwicklungsfragen betraut sind. Der Vorteil für uns ist eigentlich, dass eben wir verschiedene Akteure an einen Tisch bekommen, wo wir uns zu verschiedenen Themen der Studiengangsentwicklung austauschen können. Das heißt, wenn wir da ein Thema einbringen, kriegen wir gleichzeitig verschiedene Perspektiven an einen Tisch, die dann so diskutieren können, wie sie das zum Beispiel in ihrem Institut, in ihrem Fachbereich, in ihrem Seminar umsetzen. Das Ziel ist, die Studiengänge immer weiter zu verbessern und den Studierenden ein hochwertiges Studium zu ermöglichen und generell halt auch zur Zufriedenheit in Studium und Lehre dann beizutragen. Ich fände es schön, wenn dieser Mehrwert erkannt wird, was dieser Austausch interdisziplinär, zwischen verschiedenen Bereichen, dass das eine Studiengangentwicklung wahnsinnig befruchten kann, dass da einfach mit einer Offenheit rangegangen wird und sich vielleicht doch von der wenigen Zeit, die man im universitären Alltag hat, sich dann doch so ein Stück noch mal rausnimmt und ja, zu so einer Veranstaltung kommt. Es wird sich lohnen.